Moin, Leiflü und willkommen zurück auf meinen Kanal bei Radbot und Skill Legends Royale. Ihr seht, das Matchmaking läuft. Wir sind schon ganz gespannt. Oh, es geht doch direkt los. Ja, letztes Mal sind wir nicht ganz Erster geworden mit dem Ogre-Magier, um nicht zu sagen Vierter. Es fehlte uns am Ende etwas an dem Stoppen der physischen Angriffe des Gegners. Es gab allerdings auch kein Dodge und kein gar nichts eigentlich. Gut, Priest, das hätten wir nehmen sollen. Mal sehen, was jetzt passiert. Wir nehmen auf jeden Fall meine Lieblingsklasse, den Goblin Engineer. Er basiert darauf, möglichst viele verschiedene Skilltrees zu haben, da er für jeden jeden unterschiedlichen Skill kriegt er 2 Magic Damage. Seine Ulti sind ganz viele Raketen, die physischen Schaden machen. Aber das ist egal. Wir finden immer irgendeinen Skill, der Magic Damage macht. Und besonders spannend ist der Goblin Engineer mit einem Treasure, nämlich dem Zahnrad, das wir leider nicht kriegen. Das ist sehr schade. Natürlich noch random. Gucken, was passiert. Nein. Each Hero Upgrade grants 4 free Refreshes. Das ist ziemlicher Müll. Das heißt, dieser Run wird wahrscheinlich nicht so gut. Genau, wir haben wieder Interests. Das macht physischen Schaden. Wir brauchen irgendwas, was magischen Schaden macht. Wobei, etwas, was Schaden macht, ist erstmal gut. Das nehmen wir dann auch. Ja, Attack, auch immer gut. Jetzt sparen wir ein bisschen. Eigentlich war der eine Skill schon zu viel. Wollen aber schon mal, ihr seht hier, Increase Magic Damage by 2 Points. For each Skill. Seht unten drunter auch Magic Damage by 4 Increase, weil wir 2 verschiedene Skills haben, logischerweise. Unsere Rockets machen 30 Schaden plus Hero Level mal 1,5 in physisch. Das heißt, wir müssen unsere Magie, unseren Magieschaden irgendwo anders herbekommen. Ja, das heißt's. Dafür gibt es ein paar Skill Trees. Ich weiß gerade gar nicht, welcher besonders brauchbar ist für Magieschaden. Ich glaube Wound. Freeze auf jeden Fall auch. Ah, vielleicht gehen wir mal auf Freeze und Wound. Sprites. Weiß ich gerade gar nicht genau. Rage. Ist auch gar nicht so genau. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Letztes Mal, als ich den Goblin Engineer hatte, hatte ich einfach nur das Zahnrad, was random günstiger macht. Ich habe einfach nur auf random geklickt, bis mir langweilig wurde. Ich meine, wir könnten auch jetzt eigentlich alles randomisieren, ne? Ich meine, das Zahnrad macht es um 10 Gold günstiger. Ist natürlich gut, aber ist auch nicht kriegsentscheidend. Aber wir wollen natürlich, wir gewinnen auch gerade die Runden, das ist ganz cool. Wir wollen natürlich auch auf 500 Gold bleiben. Oder erstmal hinkommen und dann da bleiben. Wenn wir irgendwas sehen, was Magic Damage macht. Oder irgendwie anders gut ist, Dodge zum Beispiel. Dann nehmen wir das natürlich, ansonsten random wir, weil mit random kriegen wir natürlich immer verschiedene Skills. Und wir wollen ja möglichst viele verschiedene Skills haben, um den Magic-Schaden zu erhöhen. Das Wound? Der Zusatzschaden durch Wound. Ist das Magieschaden? Wahrscheinlich nicht, ne? Nur gucken. Da. Ne. Each stack of wound increases 1 damage and the wound stacks will be reduced. Das heißt, sie machen einfach den Schaden, den man macht, nehme ich mal an, höher. Das heißt, wenn wir physischen Schaden machen, den physischen Schaden und so weiter. Übrigens den nervigsten Charakter mal nach dem Spiel. Der Sacred Warrior, der macht einfach nur mehr Hero-Schaden. Das ist alles noch nicht so spannend für uns. Okay, das ist gut. Immer Wound machen. Wound macht ja, wie wir gerade gelernt haben, immer mehr Schaden. Das ist gut, damit wir mehr unsere Ulti nutzen können. Unsere Ulti macht ja Schaden in Höhe unseres Hero-Levels.
Wenn wir ordentlich random, kriegen wir auch ordentlich Hero-Level, weil wir am Anfang 8 Skillpunkte brauchen und dann bei den danach, glaube ich, 14 oder so oder 16. Also, dann kommen ja die. Ab dem ersten Stern kommen die Rares, die dann 2 Punkte bringen. Man kann mit Random natürlich auch Rares und sogar die Mythic Skills kriegen. Da hat man besonders viel Glück. Das ist ja deutlich günstiger als ein normaler Skill. Hiermit kriegen wir Gold, wann immer ein Rare Skill im Shop erscheint. Hiermit kriegen wir mehr Interest, aber auf Stufe 2 brauchen wir dann immer 700 Gold. Finde ich ein bisschen teuer. Das ist wieder, der Mystic Skill ist umsonst und die tauchen häufiger auf. Ach, ich nehme einfach nochmal Random, wenn wir eh alles randomen. Treasure Kompass. Wir suchen nach Rage Skills und unter einem dieser Skills liegt der Schatz, der besteht aus 7 random Rage Skills. Das heißt, wir kaufen jetzt alle Rage Skills, wenn wir sie finden. Attack Damage ist immer gut, ne? Das ist auch Rage Skill, den nehmen wir dann nächste Runde. Dann haben wir das auch schon auf 1. Damit dem Champ hatte ich das erste Mal einen 100% Run. Die ist hier voll auf Ultimate gegangen. Auch ziemlich stark. Ihre Ultimate macht 240 Magic Schaden und sie dodgt die nächsten 5 Attacks. Natürlich eine schöne Kombi mit Dodge Skill. Da war es nicht drunter. Hier war es auch nicht drunter. Da war der. Ihr seht, wir haben sogar einen Fury Extension, den Skill bekommen, den Rare Skill bekommen. Können wir ja wieder random machen. Wir bleiben auch beim Random. Das ist halt gut, den einfach 3 Dodge gibt. Okay. Ihr seht, er macht extra Schaden, kriegt auch extra Schaden. Macht jetzt schon 6. Macht hier kein anderer, der höchste ist 5. Man macht immer einen Schaden mehr, wenn man eine Runde gewinnt. Das Problem ist halt, jetzt sind wir auf 19 Leben. Wenn man 2-3 Mal gegen ihn spielt, dann hat man schnell verloren. Er hat auch schon Base Attack auf Stufe 3 fast. Da können wir also nur versuchen, gegen anzudodgen oder den zu freezen. Hier mal den Dodge-Part. Okay, wir können auch Rage nehmen, unseren Rage increasen. Wir kriegen weniger Schaden im Rage. Wir können es verlängern. Okay, wir können auch nächste Runde tatsächlich dann alle Rare Skills nehmen. Es gibt noch einen, der macht Schaden. Ich weiß allerdings nicht, ob das magischer Schaden ist oder physischer. Wenn es magischer Schaden ist, ist das vielleicht tatsächlich unser Way to go. Der Kampf sieht so noch ganz nett aus. Oh, war ganz ordentlich. Wir machen einiges an Wound tatsächlich. Rage haben wir auch aufgebaut. Wir nehmen mal das Get Pain. Rage Dale, das ist Magic Damage. Okay, dann gehen wir auf Fury. Dann wollen wir so schnell wie möglich Fury haben, denn wir machen im Rage State 10 plus the current number of Rage mal, also 1/5 der Rage Number Magic Schaden alle 5 Sekunden. Und der wird natürlich nochmal um 50 momentan erhöht durch unsere passive Fähigkeit. Wie das gleich aussieht, sehen wir. Wenn wir im Rage State sind, dann wollen wir den natürlich auch möglichst lange haben. So, jetzt kommt hier diese Schüsse. Die machen ja
verloren, aber die haben 600 Schaden gemacht. Fast 700. War eine knappe Kiste. Wenn wir kein Rage sehen, dann skippen wir, glaube ich. Okay. Jeder Unique Rune Tree, Rune Skill macht jeden unserer Schäden? Alle unsere Schaden um ein höher. Für jeden Skill, also 1, 2, 3, 4, 6. Das heißt, wir machen 6 Schaden mehr, außer Holy Damage, aber den macht man quasi nie, außer, ich weiß nur von der Crit Mythic. Okay, der Freeze ganz ordentlich. Natürlich auch ordentlich nervig. Dann macht er uns ziemlich viel Schaden. Aber es reicht, also unser Schaden reichte aus, um den Freeze zu überstehen. Wir machen momentan am meisten Schaden echt mit der Auto-Attacks. Wir kriegen 15 Gold Interest für jedes 100 Gold und das Maximum ist 90. Also 15 mal 32 mal 3 sind 90. Dann müssen wir 600 Gold überbehalten und kriegen 90 Gold jede Runde. Das ist okay. Also unser neuer Dings, unser neuer Threshold ist 600. Ja, 600, ne, haben wir gesagt. Gut. Haben wir denn hier, die haben wir alle gekauft. Die haben wir auch gekauft. Da haben wir noch keine. Gut, wir haben noch keine Random Rares bekommen, außer durch den Kompass. Da wollen wir eigentlich alle Rares haben, aber vor allen Dingen Fury Release. Die freeze uns auch nochmal ganz ordentlich. Oh nein, die macht Wound. Die geht offensichtlich auf Wound. Auch nicht besser für uns ist. Das Problem ist, wie auch beim letzten Spiel, wir haben nicht so richtig die Überlebensskills. Die gibt es auch wirklich nur Sprite diesmal. Reason. Hier wollen wir mehr Energy recovern. Hier wollen wir mehr Wound. Hier wollen wir nichts. Damage Mastery wollen wir auch haben. Jetzt Magic Damage equal to, das nehmen wir auf jeden Fall, equal to Self-Attack minus Enemy Attack mal 100. Mit einem Minimum von 20. Ah gut. Vanguard Attack it is. Okay, die hat noch nicht einen Kampf verloren. Gucken, ob wir jetzt derjenige sind, der einen Kampf macht. Diesen Loose hinzufügen. Nein, sind auch nicht. Wir halten zu wenig aus. Womit ändern wir das am besten? Wahrscheinlich wieder mit Sprites. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich Full Sprite gehen. Ein bisschen blöd, aber nützt ja nichts. Lebenspunkte, keiner macht 8 Schaden. Das heißt, diese Runde sind wir auf jeden Fall noch am Leben. Kriegen dann hier noch ein Level up. Und dann würde ich eigentlich gerne. Kriegen natürlich 7 Schaden. Dann haben wir gleich noch einen Lebenspunkt. Ich ein sogenanntes Highlight. Ja, seine Ulti macht Schaden in Höhe seines Spielerschadens. Das ist halt extrem bitter. Gut. Das macht Wound. Wird auch ein Level up. Wound hat leider keinen eigenen Damage Skill in dem Sinne. Attack. Freeze haben wir eigentlich auch noch, ne? Machen wir mal Freeze. Und Attack.
Dann machen wir... Oh, das hier und das hier. Und dann müssen wir beten, dass wir überleben. Juh. Okay, der hat den Spirit Tree voll. Das heißt, wir machen dem keinen bis kaum Schaden. Oh, wir gewinnen aber tatsächlich. Okay. Ganz schön ordentliche Klötze. Hm. Haben wir eigentlich alles nicht, aber Freeze gibt uns nochmal ein Level up. Haben wir randomen. Wir randomen? Ah, wir random. Random nochmal. Wir hatten mit den Randoms nicht so besonders viel Glück. Wir haben echt keinen Rare Skill, geschweige denn Mythic gekriegt. Das ist schon echt bitter. Das sollte schon deutlich besser. Ja, aber wir kommen durch. Gerade noch so. Der Tech-Skill, den wir genommen haben, der macht schon ordentlich Schaden. Ich weiß gerade allerdings gar nicht, welcher das oder wie der aussieht, sagen wir mal so. Freeze Damage, darauf haben wir gewartet. Das war nämlich 30 Magieschaden jedes Mal, wenn wir die Gegner überraschenderweise freezen. Und wir freezen beim Dodgen, wir freezen im Fury State, wir freezen alle eine Sekunde. Freezen bei jedem Crit. Ja. Wir haben HP-Crit bekommen, unser erster Random Rare. Und Fury Release wollen wir natürlich auch haben. Müssen wir nur noch den nächsten Kampf irgendwie überstehen. Hm. Die freest uns jetzt natürlich kaputt, ne? Ja, doch, wir schaffen's. Was? Mit dem Freeze Damage. Schon 900 Schaden gemacht, obwohl wir ihn gerade erst gezogen haben, sozusagen. Mal hier den Kampf gucken. Die überlebt jetzt auch nicht mehr so gut. Das war allerdings ziemlich knapp. Mit dem Fury Release. Free Battle Freeze. Natürlich teuer, ne? Aber ist auch ein Freeze. Magic Crit. Oh, nicht so wichtig. Energy Cost Ultimate ist natürlich auch nicht so wichtig. Jetzt machen wir die Energy Recovery vom Gegner schlechter. Das ist nicht wirklich wichtig. Mal wen Skill schon hatten, aber 92 Magic Damage machen wir schon. Extra. Okay, können wir jetzt die besiegen? Unsere Nemesis? Ich fürchte fast nein. Ne. Schade. Diesmal nur Sechster geworden. Das war nicht so gut. Hm. Ja, wisst ihr was? Wir starten einfach noch eine Runde. Wir starten jetzt einfach direkt noch eine Runde. Aber ja, starten wir direkt eine neue Runde. Kurz gucken, wie lang das Video wird. Aber ich sehe es gar nicht. Ja, wird schon passen. Die Survey-Videos dauern ja auch manchmal einen Moment. Gut, dann auf in Runde 2. Wenn ich nochmal den Goblin sehe, spiele ich ihn einfach sofort wieder. Ne. Wir können ja einmal rerollen. Dann nehmen wir jetzt die Frost Mage. Die hatten wir ja gerade auch schon mal im letzten Video hatten wir die ja schon mal. Die, wie der Name schon sagt, funktioniert mit dem Freeze Skill. Und zwar wie folgt. So, wir müssen jetzt erstmal hier ein Item aussuchen. Jetzt kriegen wir den Goblin-Part. Super.
Haben wir aber irgendwas. Wir könnten. Was nehmen wir denn überhaupt nicht? Ja, weiß ich immer nicht so genau. Ah, damit kriegen wir 400 Gold, das ist in Ordnung. Die funktioniert wie folgt. Unser Talent ist, dass wir, wenn wir jedes Mal, wenn wir den Gegnern einen Freeze-Effekt zufügen, haben wir 80% Chance, einen Point of Energy zu kriegen. Energy ist unser Mana, mit dem wir unsere Ulti nutzen. Unsere Ulti ist, wir summonen 5 Eisstücke. Die machen jeder 60 Schaden und für 20 Freezes auf dem Gegner kriegen wir einen zusätzlichen Eiszapfen. Und wenn wir dann ordentlich den Gegner einfriesen, dann kriegen wir mehr von diesen Eisblitzen und machen mehr Schaden und so weiter und so fort. Je mehr wir den Gegner freezen, umso besser oder häufiger können wir auch so Ulti casten, weil wir ja Energie kriegen. Jedes Mal, wenn wir den Gegner freezen, oder die Chance haben, Energie zu kriegen, jedes Mal, wenn wir den Gegner freezen, so ist es korrekt. Und genau, Golden Shamrock ist, wir kriegen 10 extra Interest für alle 100 Gold, ein Maximum von 40, also brauchen wir dafür 400 Gold, wollen aber eh auf 500 bleiben. Wir nehmen Base Shield. Shield ist wichtig, um zu überleben. Und Persistent Freeze natürlich perfekt, damit wir den Gegner alle eine Sekunde Freeze hinzufügen. Dann nehmen wir gleich noch Freeze Attack, um bei jedem Basic Attack eine Chance zu haben, den Gegner zu freezen. Wie gesagt, mit dem Shield leben wir länger. Shield ist halt wieder, wird halt erst Schild abgezogen, bevor HP abgezogen wird. Wir freezen den Gegner schon mit Persistent Freeze. Ist noch nicht genug. Alle 20 Freezes kriegen wir einen extra Eiszapfen. Wir gewinnen allerdings gerade so ganz knapp. 12 HP überleben wir. Der Gegner hat einfach 10 Crits gemacht. Ja, wir haben auch 5 Dodge. 5 Mal gedodged. 5 Dodges. Die 65 Schild haben uns hier schon am Leben gehalten. Wir nehmen den Freeze Attack. Da wollen wir hier nichts von. Wir nehmen aber hier jetzt nicht random, weil wir ja Freezes suchen. Jedes Mal, wenn wir Schild kriegen, haben wir eine Chance, dem Gegner Freeze hinzuzufügen. Das heißt, wir wollen jetzt auch auf Schild gehen. Each Critical Hit Schild. Ja, wir machen ja immer ab und zu mal einen Crit. Each Ultimate macht Freeze. Das ist das, was wir wollen. Genau, hier. Je besser unser Skill hier wird, unser Skill-Level, umso höher wird die um Prozentwerte steigen dann die Freezes, die wir hinzufügen. Ich glaube am Ende 90% mehr oder so, das heißt quasi fast doppelte Freeze. Das wird eine enge Geschichte, aber wir schaffen es. Na gut, 100 HP, am Ende dann doch nicht ganz so eng. Gut an Freeze ist halt, die Gegner treffen uns langsamer, also halt weniger, das gilt dann auch für die Ultis etc. Wollen wir alles nicht. Das wollen wir alles erstmal nicht, wobei der HP-Tree natürlich auch gut ist. Each time we kriegen, each time granting a shield, there's a chance we can stack poison on the enemy. Poison ist, wie der Name schon sagt, Gift und vergiftet den Gegner, dann kriegt er konstant Schaden. Und das Gute ist mit Freeze und Poison, für jede 10 Stacks Freeze kriegt er einen Poison Damage mehr. Also nicht hier ein Stack mehr, so wie ich es verstehe, sondern die Stacks machen mehr Schaden. Das heißt, Poison ist auch immer gut für den Freeze-Bild. Das ist übrigens ein Poison-Bild, die haut uns hier gerade komplett raus. Gegen Poison kann man nicht viel machen, außer ein Schild aufbauen. Oder halt HP stacken. Was ich mit sagen will, kannst Poison Damage nicht dodgen oder wegfreezen oder so. Das ist alles Crap. Auch alles Crap. Loot Chest. Wir könnten Goblin Part nehmen und immer statt zu rollen auf Random klicken. Machen wir jetzt einfach weiter random. Erstmal, wenn wir keinen
für uns guten Skill sehen. Aber Freeze Poison ist schon ganz gut. Na gut, Charge Attacks auch gut. Auch gut. Shield Attacks gut. Fury Freeze jetzt nicht so gut, aber ist Freeze Skill. Critical ist Freeze. Freeze Ultimate ist Freeze. 400 brauchen wir für, naja, genau. Also bleiben wir bei 500, weil wir ja auch grundsätzlich Interest kriegen für bis zur Zahl von 50. Das geht dann auch noch mal extra drauf. Glaube ich zumindest, dass es so funktioniert. Vielleicht müssen wir jetzt auch 900 Gold überbehalten für die ganzen Interest. Dann habe ich das immer falsch gemacht. Sagt es mir gerne in den Kommentaren, wenn es so ist. Würde mich dann doch auch interessieren. Hier haben wir den Gegner, der komplett auf Shield, also ein Champ auch, der komplett auf Shield geht. Ihr seht, der hat schon über 700 Shield gesammelt. Da machen wir halt nicht mehr so besonders viel Schaden gegen. Ja. Über 1000 extra Leben in Shield gehabt. Okay, wir haben 90 Interest gesammelt, also werden wir wohl nicht 900 Gold brauchen. Ja, die Battle Freeze ist natürlich ein Freeze. Jetzt können wir endlich mal random. Das können wir auch random. Hier nehmen wir wieder Freeze Attack. Das Gute an den Attack-Dingern ist, du attackst ja sowieso die ganze Zeit. Da machst du nichts Aktives oder so, das passiert einfach die ganze Zeit. Das heißt, mit der Chance, 30% Chance, die Shield und Freeze und sowas hinzuzufügen, ist halt einfach eine gute Passivchance. Und je besser dein Attack, desto mehr Attack Speed hast du und dann erhöhst du die Chancen noch etc. Ja, der macht natürlich auch ordentlich Poison Damage. 900 Poison Damage. Wir haben nichts, was uns so richtig gegen die Poison rettet. Gegen die Poison. Wir müssen vielleicht doch HP nehmen. Oder unseren Shield weiter ausbauen. Ich denke, wir werden Shield weiter ausbauen. Noch einen neuen Skill-Tree anzufangen, ist, glaube ich, ein bisschen gewagt. Wir gehen primär auf Freeze. Ja, wenn wir Schaden kriegen, haben wir eine Chance, 4 Stacks auf Freeze zu machen. Das ist halt nicht so viel, ne? Aber wir kriegen damit das Level up und dann können wir endlich Freeze Damage nehmen. 35% Chance jedes Mal, wenn der Gegner Freeze kriegt, 30 Magic Schaden zu machen. Das ist schon in Ordnung. Das ist natürlich auch in Ordnung. Aber ich random lieber. Halt Shield Crit. Für jeden Crit kriege ich einen Shield. Das ist auch ein Champ, der auf Shield gebaut ist. Der macht mit seiner Ulti Schaden in Höhe von wie viel Shield er verloren hat, bis er die Ulti gecastet hat. Deswegen kann der schon ganz ordentlich Schaden machen, aber glücklicherweise durch den ganzen Freeze haben wenig Attacks an. Ja, 20 Poison Damage. Das hat einmal geprockt, der Poison Shield. Ja, wenn wir Poison nehmen wollen, vielleicht auch noch ein bisschen was anderes machen. Ja, vielleicht wollen wir auch gar kein Poison nehmen. Ne, wir nehmen hier auch random. Das bringt nicht mehr Shield oder so, das bringt einfach nur, dass Shield in Rage umgewandelt wird. Und Rage können wir jetzt nicht auch noch drum kümmern. Wir haben einmal offensichtlich HP Frenzy bekommen. Kriegen wir HP für jeden Unique Attack Skill, den wir haben. Das sind 5, jetzt nicht so viel. Wir können einmal mit HP Boost Max HP kriegen. Wir können alle 1,5 Sekunden Poison machen nach einer Formel, je nachdem wie viel Schaden wir schon bekommen haben. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen an unserem High. Wir flachen halt irgendwann ziemlich ab, wenn die Gegner ihre Poison Mythics und sowas kriegen, dann müssen wir gewappnet sein mit ja, HP oder Shield. Wir nehmen hier mal den Attack Boost.
und Poison Attack. Charge Attack können wir eigentlich auch nehmen, ne? Ja, nehmen wir aber nicht. Wir nehmen Crit Poison und HP Ultimate. HP Ultimate ist für alle HP Charge, ne? Für every 300 Max HP kriegen wir mehr Energy, aber wir haben nicht besonders viel Max HP. Aber mit Freeze Shell kriegen wir gleich nochmal 100 mehr, weil wir Level aufsteigen, ableveln. Hier machen wir schon ganz ordentlich Aue. Da kommt der Gegner nicht so richtig gegen an. Wenn er 10 Crits macht. Wir machen Blizzard. Freeze Damage ist bei uns ziemlich hoch. Da haben wir schon auf Stufe 2. Läuft. Müssen wir noch unsere Freeze und das Shield erhöhen. Dann geht das schon. Attack Damage ist schon nicht mal mehr das höchste, was wir machen. Und ein bisschen Poison nebenbei. Study Notes gibt extra XP für Rare Skills. Brauchen wir eigentlich nicht. Der ist ganz nett. Gibt Level Gap between den beiden Helden mal 30 Gold. Und oh, wir haben ja ein ganz nettes Level. Ja, hier läuft es jetzt mit den Rares, muss ich sagen. Den letzten Run so wenig hatten, haben wir hier schon einen ganzen Haufen. Weil wir beim letzten Mal auch alle gerandet haben und also sie halt nicht gerandet haben, ne? Hier kaufen wir sie halt gezielt. Genau, am Ende kriegen wir 90% mehr Freeze Stacks für jeden Freeze, den wir inflikten. Machen wir mit Pre-Battle Freeze am Ende fast 600 Freeze. Langsam die Attacks kommen. Ulti. Langsam die runterkommt, aber er hat leider gekrittet. Und mich dann damit leider auch gekillt. Wir haben nicht genug Schaden gemacht. Wir haben eine Ulti gecastet, aber keinen Schaden gemacht. So, weil da flogen die Blizzards da noch. Jetzt gar nicht drauf geachtet. So, für jeden Unique Shield Skill kriegen wir einen Schaden weniger. Für jeden Unique Skill Shield kriegen wir 2 Schaden weniger. Haben wir gerade gekriegt, Shield Ultimate. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Skills. Das sind 16 Schaden, die wir jedes Mal weniger kriegen von jeder Quelle. Hier das ist der Pre-Battle Poison. Der geht jetzt ziemlich hoch. Ja, gegen Poison, wir brauchen halt mehr Schild. Poison können wir sonst nichts machen. Wie gesagt, jetzt, es war unsere Hochphase. Jetzt haben die hier, jetzt schon Poison Burst. Ist auch genutzt. Steht ja glaube ich nicht, ne? Aber ja, die hat Hälfte ihrer HP verloren, dann wird ein das, was du an Poison hast, direkt ausgelöst. Stun Ultimate, habe ich das Gefühl, funktioniert auf diesem Charakter nicht. Dann nehmen wir das mal nicht. Wir gehen aber auch so ein bisschen in die Poison-Richtung. Okay, kriegen wir einfach 4 Schaden weniger für jeden Unique Skill, den wir haben. Unique Shield Skill. Das heißt, wir nehmen jetzt alle Shield Skills, die wir haben. Oder die wir finden können. Den Base Shield hätten wir gerne noch ein bisschen höher. Und den Shield Attack. Also Attack im Allgemeinen hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Das ist schon Base Shield, das unseren primären Shield macht. Und ja gut, Shield Ultimate, wenn wir unsere Ultimate casten. Aber jetzt kam der Gegner da nicht mehr mit seinem Schild durch. Auch weil wir ein bisschen Poison machen. Okay, Freeze, okay. Freeze Crit ist okay. Random ist okay.
Tech. Random. Random. Ja, Shield Rage haben wir schon mal einmal bekommen. Auch hier Random ist nicht so ergiebig mit Rare Skills. In Freeze hätte ich gerne eigentlich alle Skills. Aber jetzt langsam auch mal den Mythic. Ja, das ist zu viel Poison. Und der hat noch nicht mal die Poison-Ulti. Was können wir da noch machen? Shield Attack. Random. Freeze Attack. Gut, Uplifting. Freeze Damage. Ich nehme jetzt alles, was ich finden kann, weil ich keine Runde mehr überlebe sonst. Die Battle Shield. Ah, da war auch das Ding. Freeze. Wir haben nicht die Freeze Mythic gefunden. Die wäre halt nochmal ein richtiger Game Changer. Gucken, ob wir gegen den überleben. War knapp. Das war knapp. Das, okay, damit kriegen wir mehr HP. Dann nehmen wir das mal. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Den wollen wir. Freeze Poison ist okay. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Wollen wir, glaube ich, nicht. Freeze Ultimate ist okay. Shield Smash. Macht Schaden jedes Mal, wenn wir Schild kriegen. Aber ich brauche halt noch mindestens 2 Freeze. Und eine Freeze Rare, um die Ulti zu... Ja gut, das werden wir nicht schaffen, denke ich. Gegen die haben wir einfach nicht genug Schild. Oh, tatsächlich, haben sie überlebt. Hätten wir doch genug Schild oder genug Freeze. Nee, ich muss jetzt auf dieses Freeze-Ding gehen. Okay, damit haben wir es. Wir gehen auf Free Battle Freeze und Ostnova deals 50 plus Current Freeze Stacks mal 2 Magic Damage alle 2 Sekunden. Das ist halt Boom. Und wir starten das Spiel mit 300 Stacks of Freeze auf den Gegner plus 90% mehr Freeze. Mit 300, fast 600, um das jetzt kompliziert auszurechnen. Und dann kriegt der Current Freeze Stacks mal 2 plus 50 Nova Damage. Jetzt wollen wir vielleicht sogar doch... Da, boom. Jetzt wollen wir vielleicht sogar doch Magic Crit. Denn Frost Nova kann dann critten. Aber jetzt wollen wir eigentlich nur noch Shield, 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 um nicht zu sterben. Mit Goblin Art 315 Gold gemacht. Hier 510, 270. Ja, auch Freeze und Attack Speed ist Shield. Attack Speed ist alles. Poison. Energy. Oh. Oh, das war's. Shield Freeze. Aber auch 30% Chance, 21 Shield und 28 Freeze zu machen. Das ist schon ganz ordentlich. Einmal geplatzt.
Freeze Attack. Ja gut, okay. Freeze Attack kommt gegen den Battle Freeze nicht nach ein paar Sekunden an. Das ist irgendwie logisch. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Magic Crit brauchen wir. Okay, bitte lass mich nochmal leben. Final Defense. Wenn wir sterben, kriegen wir 1000 Stack of Shield und 100 Stacks alle 0,5 Sekunden für 5 Sekunden. Plus natürlich dann auch den 45, aktuell 45%. Das schützt dann halt nochmal ganz gut vor Insta-Kills. Wie die beiden hier. Oder der Kollege hier inzwischen. Na, der hat auch Final Defense. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Aber wir kriegen Final Defense. Will ich eigentlich nicht. Nehmen wir jetzt. Ja, die machen halt keinen Magic Damage. Die machen ja Poison Damage. Poison Damage ist kein Magic Damage. Freeze Antidote. Okay. Eigentlich wollen wir jetzt Attack. Am besten Poison Attack. Wir beides ein Level up. Ideal. Die ist gerade ganz ordentlich geplatzt. Die Might. Die ist gerade wieder ordentlich geplatzt. Haben wir gekrittet? Tatsächlich. 2000 Schaden mit Frostnova durch Crit. Okay, unser Ghost hat die auch besiegt. Den Freeze Shell nicht. Okay. Whenever non-poison damage is dealt. Aber ich glaube, wir nehmen Pre-Battle Poison, oder? Sein. Ja, und von AP. Okay, der Schild geht auch an. Mit Boost. Ah, nehmen wir mal mit. Nehmen wir gleich Magic Crit. Dann haben wir eine 40% Chance von unserem Crit. Mit Frostnova zu critten, das ist, glaube ich, relativ wichtig. Mit Frostnova zu critten gegen die da. Gegen die Sumpfhexe. Was kann jetzt auch vorbei sein, wenn wir Glück haben. Oh, der Crit gestackt. Ja. Unser Ghost hat den anderen besiegt. Super. Das war... Wir sind noch nicht mal ganz gestorben. Unser Shield-Skill ist nicht losgegangen. Wir haben allerdings am meisten Schaden mit Poison gemacht. Witzigerweise. Nicht mit der Frostnova. Ja, Leute. Das ist Legends Royale. Das war die Frostwitch. Oder Frost... Ja doch, ich glaube Frostwitch. Nummer 1. Wir haben mit ihr schon mal Nummer 1 geschafft, tatsächlich. Deswegen gibt es den Bonus hier nicht. Top 4 Streak. Ach nee, wir sind gerade Sechster geworden, ne? Schade. Team gibt's auch, sehe ich gerade. Ich bin in keinem Team. Vielleicht guckt das ja der eine oder andere und hat Lust, ein Team zu gründen oder so. Oder hat eins, dem ich mich anschließen kann. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr zuschaut, wenn ihr Kommentare da lasst, wenn ihr liked, wenn ihr abonniert. Ich bin noch ein aufstrebender Kanal. Ich freue mich über alles. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.